Hallo Afobs, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin die Tamara. Und ich bin der Niklas. Niklas. Heute geht es um Star Trek. Wie man sieht. Ja, ein bisschen, ne? Und zwar geht es heute um die große Voyager. Ja. Die dritte Welle ist ja jetzt komplett da. Und wir haben dieses Schiff noch gar nicht besprochen. Nein, und haben wir darum nicht. geht Nur es als heute. Prototyp habt ihr es mal besprochen, in bunten Farben. Ja, genau. Wunderschöner Hier Prototyp. ist es Aber das sind jetzt die richtigen Farben. Ja, mit den richtigen Bedruckungen. Wir hatten die Voyager ja schon zweimal. In der zweiten Welle, Mid-Size-Modell. Genau. Und in der ersten Welle. Ja. Ich schiebe das mal hier vor. Also, als Minimodell. Da haben wir übrigens immer noch Rabatt drauf. Also wenn ihr sie noch nicht habt, ist echt ein kleines, süßes Modellchen. Natürlich im Maßstab, im Vergleich. Aber wenn ihr keinen Platz im Schrank habt, dann ist die natürlich auch top. Also ich Oder glaube, ihr holt uns alle drei, wie hier. genau. Also. Ich glaube, jetzt ist auf jeden Fall für jeden größentechnisch was dabei. Je nachdem, wie viel Platz ihr habt. Oder wie du schon sagst, alle kaufen. Alle kaufen. Alle kaufen. Noppensteine und Star Trek Sachen kann man nie genug haben. Ich wollte es ja nur noch mal gesagt haben. So, Die Voyager. Die Voyager. Du hast mit dran gesessen. Ich habe mit dran gesessen, ja, ein bisschen. Ich durfte wieder hier und da was dran basteln. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so viel musste ich da dann gar nicht machen. Weil das Ding war im Grunde genommen schon richtig geil, als es bei uns ankam. Wer hat es denn designt? Unser Adrian. Adrian. Und er hat es richtig gut gemacht, wie ich finde. Die Voyager ist ja jetzt von der Form ein Schiff, was auch nicht so einfach ist. Ja, das stimmt. Sie ist ja eher so ein schnittiges Schiff und ich muss aber sagen, ich finde es von der Form her richtig gut gelungen. Oh ja. Ich Und sehe auch schon ganz wilde. Also hier, die Teile gehen in die Richtung. Beide Teile in die Richtung, die nach vorne. Also scheint interessant zu bauen gewesen zu ja, sein. ist es auf jeden Fall. Es ist auch sehr stabil. Da ist eine sehr gute Konstruktion, Technikkonstruktion drin, die hier die ganze Untertasse hält. Also ihr habt damit auch kein Problem. Ihr könnt das Ding problemlos rumbewegen. Ich sehe schon 3 Standfüße, aber ich gehe davon aus, dass die Untertassensektion sehr schwer ist. Ja, Okay. also es ist nicht so, da kommen wir auch später nochmal zu, in der Serie sieht man das Schiff ja auch mal landen. 2-mal, glaube ich. Ne? Da sind die Landefüße, sind es nur 2-mal, vielleicht sogar 3-mal? 2-mal auf jeden Fall. Ich weiß von Minimum. 2-mal was auf jeden Fall, ja, aber... Also wie oft müsste ich jetzt tatsächlich nachgucken? Also ich kann mich auf mindestens 2-mal kann ich mich erinnern. Obwohl es müssten 3-mal gewesen sein. Nein, es müssten 3-mal gewesen sein. 3-mal? Mindestens, ja. Okay. Okay. Wenn du das sagst, ich glaube dem ersten da wandelndes Star Trek-Lexikon. Glaubt ihm alles, was Star Trek betrifft. Auf jeden Fall, sie steht dann ja eigentlich auf 4 Landefüße, die alle nur hier unten sind. Ja. Also in der Realität, sagen wir in der Realität, in Anführungsstrichen der Serie, kann es nicht sein, dass das Teil so einfach stehen würde. Das hier würde nach vorne kippen, auf jeden Fall. Da brauchen wir den. Ja, definitiv. Die hat zu viel Gewicht nach vorne. Ihr seht schon, Gondeln sind natürlich wieder klappbar, ist klar. Ich meine, 45 Grad, hm? hast du es nachgeguckt? Ja, natürlich. Aber du kannst mir doch sicher nicht sagen, warum. Naja, warum ist relativ einfach. Es gibt eigentlich eine Designregel, die allerdings nicht jedes Star Trek Raumschiff wirklich beachtet, die besagt, dass zwischen den Gondeln Platz sein muss. Okay. Und ich meine, so wie die Gondeln hier bei dem Schiff angeordnet sind, hast du halt keinen Platz dazwischen. Nicht wirklich, ne? Nicht jedes Star Trek Raumschiff hält sich daran, genauso wie die Regel, dass die eigentlich immer paarig sein müssen, gibt es auch, aber Oder 4-fach oder 6-fach. deswegen gehe ich mal davon aus, haben sie es bei der Voyager gemacht, dass sie sich hochklappen können, wenn das Ding, weil das macht sie auch nur, wenn das Schiff auf Warp geht. Genau. Und dann klappt sie sich hoch, ne? Nicht Genau. unten. Also Warp-Funktion nach oben. Warum sie dann nicht gleich das Ding nach oben gebaut haben? Keine Ahnung, aber es ist cool. Das ist mega cool, ja. Ich sehe gerade hier noch was da hinten drin sitzen. Ja. Wenn wir gerade hier an der Hinterkammer den rausnehmen. Ja, ich weiß gerade Ist das nicht. der Delta Flyer? Das ist Es einfach, ist nicht der Delta Flyer, es es ist ein kleines Shuttle. Es ist ein Shuttle. Der Delta Flyer, wann kommt denn der? Der kommt ja erst recht spät, oder? In der Entwickeln Serie. die den schon recht früh in der Serie? Was ist das? 4. Staffel, glaube ich. Ja. Müsste ich Weil aber auch sie wieder nachgucken. von wann denen genau. ganz viele schrotten. Ja, 12 Stück. Oh, okay. Ich weiß nicht genau, wie viele sie an Bord haben, aber es sind mindestens 12, die sie kaputt machen. Gut. Aber vielleicht bauen sie ja auch neue. Ich meine, Delta Flyer ist können sie auch übrigens bauen. auch erhältlich jetzt, ne? Ja, zudem gibt es auch noch ein Video. Was haben wir noch?
wo wir bei Shuttles sind, oder Shuttle? Ja, ich gucke gerade hier schon nach unten. Hier unten ist was. Ja, sie hat es. Sie hat es. Ihr könnt hier oben reingreifen. Nicht dein Ernst? Oh. Doch. Was? Es ist angedeutet mit auch einem kleinen Print. Rausnehmen. Okay, das überrascht mich jetzt. Wie geil. Also das ist ja dieses Aero-Shuttle, was eigentlich jedes Schiff der Intrepid-Klasse hat, was in der Serie Voyager nie zu sehen ist, wofür es allerdings eigentlich ein fertiges Modell damals auch gab für die Serie. Ja. Sie haben es nicht genutzt. Ich habe keine Ahnung, warum. Es gibt bis heute keine wirklichen Informationen darüber. Aber hätten sie es genutzt, hätten wir vielleicht keinen Delta Flyer gekriegt. Also von daher. Wahrscheinlich, ja. Ist übrigens die Captain's Yacht, aber ihr wisst einfach bestimmt besser Bescheid. Oh, wie süß. Oh mein Gott. Oh Gott, okay. Geil. Das ist jetzt echt spannend. Und den kriege ich jetzt hier rein. Der wird hier einfach auf Clips gesetzt. Der sitzt mit 2 Clips drin. Oh Gott. Geil. Cool. Und schon ist er wieder drin. Ja, super. Was haben wir da unten noch? Wir haben hier einen Print. Apropos Prints. Wie viele Prints haben wir hier? Oh Gott, wie viele? Ja, Mist, Marco, guck das mal nach. Das habe ich nicht getan. Oh mein Gott, ich bin nicht vorbereitet. Wir können ja mal ungefähr durchzählen. Warte. Ja, okay. Es sind eine Menge, weil, eine Menge. Ich nehme sie nochmal eben vom Standfuß. Wir haben auch die Unterseite der Gondeln bedruckt. Also, hier habt ihr einen Print, ihr habt auf der Oberseite einen Print. Ihr seht übrigens, das ist echt stabil. Er nimmt das einfach die ganze Zeit mit. Ja, das ist, also ihr könnt mit dem Teil auch rumspielen, wenn ihr wollt. Er hat es auch auf der Destination die ganze Zeit rumgetragen. Und es gibt ja sogar ein Foto mit unserem Doktor. Ja, der Robert Picardo war ja glücklicherweise bei uns am Stand und hat das Teil mal in der Hand gehalten, was uns sehr gefreut hat. Hier oben natürlich die Seriennummer der Voyager, Name. Ihr habt hier überall diese Escape-Pod-Plaketten drauf. Seite, ne? Genau. Okay. Ich finde, es ist ein sehr schönes Schiff. Ich frage mal noch mal anders. Haben wir hier irgendwelche Stickers? Wenn du mir nicht sagen kannst, wie viele Prints, aber ich sehe, glaube ich, hier 2 Sticker. Genau. Das sind auch wieder die man draufklebt und dann Das sind wieder diese Transfersticker, die ihr mit der Folie draufklebt und dann löst ihr die Folie ab und es bleiben jetzt in dem Fall wirklich nur diese roten Streifen. Und der Shuttlehang da ist gerade. Und genau diese gelben Markierungen. Ja, das sieht man aber auch. Das wäre, glaube ich, ein bisschen schwer zum Drucken gewesen. Hier wäre wieder das Problem gewesen, es sind halt zu viele Teile, die wir hätten erst zusammenbauen müssen und dann bedrucken müssen. Und hier haben wir uns deswegen für einen Sticker entschieden, weil das Problem ist, dass das hier als kompletter Streifen nicht in einem gedruckt werden kann. Und dann können wir nicht mehr sicherstellen, dass man hier nicht so eine blöde Kante hat. Ah, okay. Und das können wir euch gleich auch noch mal zeigen. Wir haben nämlich ein zweites Modell von dem Schiff noch hier. Ja, ich kann es ja mal holen. Ja. Da haben wir halt gesagt, das ist auch nicht ganz so schlimm, wenn diese Sticker nicht drauf sind. Weil dann sieht es immer noch gut aus. Besser auf jeden Fall, als hättet ihr einen Streifen. Ich sehe gerade, hier sind sie nicht. Auf jeden Fall besser, als hättet ihr einen Streifen, der am Ende, irgendwie schief ist oder so. Upsi, da fliegt der Standfuß ab. Also hier Was tust du? habt ihr ja keine Sticker. Ich zerstöre die Voyager. Ist ja aber nicht so, dass sie häufiger mal zerstört wurde und auch häufiger Modifikationen bekommen hat. Sie kann das. Sie kann das. Sie hat eine Menge durchgemacht, ja. Wo ist dieser Slope? Ich schieb das jetzt mal weg. Der ist vermutlich von einem der Füße. Vermutlich. Bestimmt. Der ist bestimmt von einem der Füße. Füße, als hätten wir es geprobt. Ja. Weil, wenn ihr das Modell auf dem Standfuß habt, wie wir es gerade hier hatten, bleiben am Ende diese Sachen über. Und wenn ihr euch fragt, warum, hierfür. So sieht es aus, wenn es auf dem Standfuß steht. Genau. Da bleibt das hier über. Weil, wenn man schon ein Raumschiff hat, was bei Star Trek nicht häufig vorkommt, was auf Planeten landen kann, Yep. dachten wir uns, bringen wir es doch mit rein. Das muss einfach sein. Natürlich. Und dementsprechend habt ihr eben dann hier die 4 Füße. Und jetzt sehe ich, wo der Slope fehlt. Hast du den Slope noch? Ich habe den Slope noch. Da ist er. Da gehört er hin. Kurze Reparatur. Perfekt. Ja, Landekufen sind. Und da seht ihr auch, was wir meinten. Ihr habt halt diesen Standfuß hier noch dabei, der die Untertasse stützt. Denn alleine auf den 4 Füßen kippt das Teil nach vorne. Das funktioniert einfach nicht. Also in der Serie da sitzt ja auch hier der ganze Maschinenraum und alles. Ich gehe mal davon aus, dass das wahrscheinlich beim, Originalschiff eine andere Gewichtsverteilung ist. Vermutlich, ja.
Oder die haben dauerhaft Steuerdüsen an Gibt's oder sowas. da nicht irgendwie Berechnungen, dass die Voyager nur 30 Gramm wiegt oder sowas? War es nicht die NX? Ach, das war die NX. Das war die NX, Ja, okay, das glaube war ich, die die NX. angeblich nur 30 Kilo oder sowas wiegen Ja gut, müsste. von der Voyager weiß ich nur, dass sie eigentlich, wenn sie über diesen Saturn, glaube ich, ist es, fliegt, dass sie dann wesentlich kleiner sein müsste. Von ihren tatsächlichen Maßen her. Das kann natürlich sein. Das weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Aber du weißt doch bestimmt, wie viele, das überlege ich gerade, wie viele Leute da drauf Platz haben auf der Voyager? 150 Hab ich die um den Dreh? Ja, und ich habe es mir gemerkt. Oh. Ich bin nicht ganz so gut darin, mir Zahlen zu merken. Aber das muss man doch wissen. Aber wie Nein, aber es ist ein großes Schiff. Aber ich überlege gerade die ganze Zeit dafür, dass es so groß ist, ist 150 nicht viel, weil die ist ja wesentlich größer als zum Beispiel die NX, oder? Ja, um einiges. Da steht hier Maße drauf. Ja. 343 Meter Die lang. NX ist 130. Die ist ein ganzes Stück kleiner. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wesentlich kleiner. Aber sie ist auch nicht so schnell. Wie ihr übrigens sehen könnt, natürlich bedruckt. Mhm. Bedruckung. Anleitung. 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 Du sagst es, ich wollte da gerade drauf hinaus. Ihr kriegt natürlich wieder die Anleitung, Dieses kleine Büchlein. das kleine Büchlein. Es ist, Mit Teilübersicht hinten habe ich gerade gesehen. zeige ich euch gleich auch. Das sind die Ersatzsticker im Übrigen. Das ist auch Transfersticker. wieder wichtig. Ihr kriegt Alles von zweimal. jedem, zweimal. Also falls ihr euch mal verkleben solltet oder aus Gründen der Transfersticker doch nicht so hübsch sein sollte, wie ihr das plant, ihr habt nochmal Ersatz. Genau. Hier ist wieder alles verblasst dargestellt, wie ihr das so kennt. Jetzt muss ich mal eben nachgucken. Ist es denn schwer zu bauen? Gibt's Ihr habt irgendwie- 8 Bauabschnitte. Okay. Es ist eigentlich ist es entspanntes Bauen. Also es gibt nicht wirklich was Kompliziertes, was ihr hier baut. Auch wenn man da in andere Richtungen... Ist das Snot-Bauweise? Ich gehe mal davon aus, oder? Wo? In der Mitte. Das hier? Ja, wenn du halt... Nee, wo das fängst ist du denn eigentlich an? alles. Innen? Also Ist sie du, noch nicht gebaut? du hast sie noch nicht gebaut. Ich Also sitze ihr ja fangt nicht in der natürlich mit dem Produktentwicklung. Standfuß an und ihr fangt im Grunde genommen, das hier hinten ist im Grunde genommen das Heck. Damit beginnt ihr so ein bisschen mit dem Shuttle-Hangar. Okay. Ist aber, wie gesagt, das ist alles eigentlich entspanntes Bauen. Was ich euch noch zeigen wollte, ist das hier. Hier habt ihr nämlich auch nochmal in der Anleitung genau gekennzeichnet, wie ihr die Standfüße einbaut. Also ihr baut erstmal das Schiff, wie es auf dem normalen Standfuß sitzt. Und wenn ihr die Landefüße bauen wollt, habt ihr in der Anleitung dann hinterher nochmal gezeigt, wie ihr die einbaut. Sehr cool. So, und wo wir gerade beim Zeigen von sowas sind, Ja. ein Karton. Wie ihr ihn kennt. Genau. Formschön. Hier oben natürlich die Entsprechende Ära wieder dabei. Ära-Serie. Und ich sehe gerade, nee, hier ist sie nur auf dem normalen. Da ist sie nur Display. auf dem Display-Stand Genau. abgebildet. Ja. Okay. Schickes Schiff. Nehme ich direkt nach Hause. Ist so blöd, dass ich den leeren Karton geholt habe, oder? So, ich gucke mal gerade auf meinem Spickzettel hier. Ja gut, das ist die Interrapid-Klasse, das weißt du wahrscheinlich. Und Klar, Intrepid-Klasse, gebaut auf Utopia Planetia. Die erste Mission war eigentlich, um ein Marquis-Schiff ja, zu finden. dann sind Dinge passiert. Ja, und dann sind Dinge passiert und plötzlich dauerte die Heimreise 70 Jahre oder glaube ich war es am Hätte Anfang. dauern Ja, sollen. hätte dauern sollen und sie haben es in kürzerer Zeit geschafft. 6,5 Jahren. Mhm. Gott, was ist Klugscheißer. Nein, alles cool. Sehr schön. Das ist die Star Trek USS Voyager NCC 74656, ein Bluebricks Pro, hat die Setnummer 104966, hat 2443 Teile, kostet 189,95, ist 58,5 cm lang, 37 cm breit und 18,5 cm hoch und ist entspanntes Bauen. Ich finde es toll. Das ist ein Es ist auf sehr, jeden sehr Fall cooles ein Set. Und wie Ich gesagt, sehe auch hier vorne, was ich dich eigentlich immer noch fragen wollte. Es gibt ja hier vorne diesen Bereich. Wartet. Da ist quasi so ein bisschen die Hülle Das hier? ausgeschnitten. Es sieht Ach so, zumindest das? so aus. Cut-offs ist es, glaube ich, aber warum? Was ist das für eine Funktion? ich glaube, das sind noch mal irgendwelche Sensoren-Elemente. Ich weiß es aber tatsächlich nicht hundertprozentig genau, warum die da ausgekartet sind. Also ich weiß, hier ist ein sekundärer Deflektor. Okay, das ist cool. Ja.
Das weiß ich allerdings nicht genau. Sieht hübsch aus. Habt ihr auch schön umgesetzt. Musste natürlich rein. Es ist ein ziemlich Ja, es ist ja markanter Teil genau, des Schiffes. Ja, definitiv. Ich glaube, dann haben wir euch auch alles dazu gesagt. Ja. Dann würde ich sagen, für heute war es das aus dem Noppenstein-Studio. Und wir gehen nach Hause und also. Ja, Noppensteine kann man nie genug haben. Auch 2 Voyagers. Einmal um sie so und einmal um sie so hinzustellen. Oh ja. Ihr wisst das. Ja. Demnächst gibt es noch mehr. Viel Spaß beim Bauen. Macht's gut. Ciao. Tschüss. So, sehr cooles Schiff. Also ich nehme die und du die andere? Ja, ich überlege gerade, wie viele nicht Stockwerke, wie viele Decks? Ja, wie viele Decks hat die Voyager? 16, 17? Ich weiß es nicht. Es gibt eine Folge, wo das gesagt wird, wo Janeway noch auf das letzte Deck geht, weil sie diese Crewmitglieder, die nie auf einer Außenmission waren, alle mitnehmen will. Aber ich weiß nicht mehr, welches Deck das ist. Das ist dann auch nur so ganz eng und ganz dünn, weil das wirklich ganz hier unten im Rumpf ist. Ihr Ihr wisst es.